Aktuell bestimmen unsere Unternehmensstrategie und aktuelle Themen aus der Branche unseren Content und unsere Contentplanung. Wir schauen ganz gezielt darauf, was uns als Unternehmen, uns als Branche beschäftigt. Was muss unsere Zielgruppe wissen, welche Inhalte sind uns wichtig, und das fließt in unsere Contentplanung ein. Wir setzen uns zweimal die Woche im Rahmen von einer kleinen Redaktionskonferenz zusammen, schauen, welche Beiträge wir zu welchem Thema wann veröffentlichen und ob wir auch unser Ziel erfüllen, eben die gesetzte Frequenz dann eben auch zu erreichen und dementsprechend unsere Ziele auch zu erreichen. Wir sind als Team in einem Corporate Newsroom organisiert. Das heißt, wir haben sowohl Themen- als auch Kanalverantwortliche. Da wir tatsächlich nicht so viele Leute sind, ist das auch oft in der Doppelfunktion. Aber wir haben unsere Fokusthemen, die sich eben auch mit der Strategie des Unternehmens decken, quasi festgelegt. Und wir haben jeweils eine Person, die eben auf diesem Fokusthema arbeitet und das dann sowohl für die externe als auch die interne Kommunikation aufbereitet und eben die Rolle der internen Kommunikationsmanagerin, die dann natürlich das Ganze dann auf den Kanälen ausspielt und aber natürlich auch an den Weiterentwicklungen des Kanals dann arbeitet. Aber durch diese Themenfokussierung konnten wir eben diese strategischen Themen auch proaktiv vorantreiben, weil vor dem Newsroom-Konzept war es oft so, dass wir den Themen eher hinterhergelaufen sind, und durch den Newsroom sind wir da quasi am Ball und sind im regelmäßigen Austausch mit unseren Fachbereichen und können dann eben das Agenda-Setting auch viel besser betreiben. Wir haben sowohl für diese ganzen zentralen Inhalte, also alles, was auch auf Management-Ebene ist, deutschlandweit oder auch gruppenweit, das ist bei uns europaweit. Da kümmern wir uns im Team Unternehmenskommunikation darum. Das heißt, da sind wir sehr zentral aufgestellt. Wir haben aber auch an jedem Standort 2 bis 3 Redakteurinnen und Redakteure, die eben die Nachrichten für die Standorte aufbereiten. Also was ist gerade am Standort relevant, was beschäftigt dort die Leute. Das ist von ganz einfachen Meldungen wie es gibt jetzt einen Termin zur Grippeschutzimpfung bis aber hin auch zu, wenn Spenden oder Ähnliches, wenn Schecks überreicht werden. Also da sind wir tatsächlich so aufgestellt, dass die Redakteurinnen der Standorte uns die Inhalte liefern, weil die einfach näher dran sitzen. Und dann kann bei uns noch selbst jeder zur Senderin oder zum Sender werden, wenn man eben in der Social Wall, da können dann alle auch was hochladen aus ihrem Arbeitsalltag. Tatsächlich in der Zentralredaktion, wie wir es momentan nennen, werden so übergreifende Themen geplant, wie Feiertage, wie Weihnachten, Ostern, so Sachen zum Beispiel. Und dann werden dann auch direkt die Aufgaben verteilt, wer macht was bis wann. Ansonsten gibt es natürlich auch firmeninterne Sachen, die übergreifend geteilt werden. Und ansonsten, sage ich mal, findet an den jeweiligen Standorten bzw. in den jeweiligen Ländern unabhängige Planung statt. Und wenn die zum Beispiel irgendein Thema haben, was sie unbedingt übergreifend ausgespielt haben wollen oder auch besonders beworben haben wollen, dann geben die das zu uns und wir suchen dann einen passenden Slot. Grundsätzlich ist alles wichtig, was die Mitarbeitenden interessiert. Das ist schon mal das eine. Aber natürlich, sage ich mal, hat man von der Unternehmensleitung hier, wir haben eine Vision, Mission, wir haben Ziele, wir haben Werte. Und zum Beispiel dieses Jahr haben wir das Kampagnentool relativ neu gehabt und haben zum Beispiel die Kampagne, wir nennen es Nachhaltigkeit, weil wir haben ganz viele Aktivitäten rund um dieses Thema an den verschiedensten Standorten und das haben wir einfach mal gebündelt und da sehen wir halt auch, dass es sehr großes Interesse ist.